Die Seelen sind massiv, oder? Und die Pfützen auf dem Boden, solche Dinge sind verschiedene Konstrukte. Ich habe gerade gesagt, Konstrukte gestapelt auf Gottes Regalen. Aber das ist das beste Bild, das ich teilen konnte, um das zu veranschaulichen. Was ich jetzt gezeigt habe, was außerhalb all dessen existiert, könnte man sagen, dieser Raum ist die Leere, der schwarze Raum. Und die Leere, der schwarze Raum ist, könnte man sagen, der Anfang aller Dinge, wenn es jemals einen Anfang gab. Aber es ist der Punkt, von dem alles entsteht. Ich möchte Darius J. Wright in der Show willkommen heißen. Wie geht's, Darius? Wie geht's dir? Schön hier zu sein, Mann. Vielen Dank, dass du in die Show gekommen bist, Ben. Mein Publikum hat immer wieder gesagt, Mann, du musst Darius in deine Show holen. Du musst Darius in deine Show holen. Also habe ich mich gemeldet und hier bist du, mein Freund. Freue mich auf unser Gespräch. Ja, nun, das wird ziemlich gut, weil lassen Sie uns einfach alles für die Leute darlegen. Alle Infos. Ja, absolut, Mann. Du bist wirklich der erfahrenste außerkörperliche Erlebnishaber, dem ich begegnet bin, definitiv, den wir in der Show hatten. Deine Einsichten sind einzigartig in Bezug auf das, was du auf der anderen Seite erlebt hast. Es ist nicht einfach so, hey, lass uns nach Paris schweben, Art von Ereignissen. Du bist auf einem anderen Niveau in deiner Erkundung des astralen Spiels. Doch bevor wir tiefer eintauchen, wie war dein Leben vor deinen außerkörperlichen Erfahrungen und dem spirituellen Weg? Nun, mein ganzes Leben seit der Kindheit war immer spirituell, mit einer sehr spirituellen Erziehung durch meinen Onkel, Vater. Als Kind war das, was die Leute typischerweise als normal bezeichnen würden, nicht mein normales Leben. Ich wurde in sehr jungen Jahren darin unterrichtet, wie man das Energiefeld von Menschen liest. Stundenlang in einem Raum sitzen, 3, 4 Stunden. Das war damals normal, sich zu konzentrieren, weil Konzentration das Wichtigste ist. Sobald man sich auf etwas fokussiert, wird Kindern abtrainiert, sich abzulenken. Das wurde während meiner gesamten Erziehung immer unterstützt. Es gab nie einen Punkt, an dem ich ein spirituelles Erwachen hatte, da ich seit meiner Kindheit immer mit der anderen Seite verbunden war. Es wurde nie unterdrückt oder darüber gesprochen, es zu unterdrücken. Seit meiner Kindheit ist mir das immer passiert. Es war die ganze Zeit präsent. Eltern sollten das eigentlich tun, denn wenn sie es tun, ist es wie die andere Seite, der ewige Aspekt von uns. Wir kehren immer dorthin zurück. Kinder, wenn neu, sind noch ganz frisch von der anderen Seite. Sie sind stärker mit der anderen Seite verbunden. Meine Erfahrung zeigt, dass man beim Eintreten stärker verbunden ist. Kurz vor dem Gehen beginnt man irgendwie noch etwas mehr zu werden. Beim langsamen Abschied verbindet man sich wieder mehr mit seinen Wurzeln. Bei der Ankunft ist man reine Liebe. Hast du schon einmal das Gesicht eines Kindes gesehen und beobachtet, wie es interagiert? Oder sogar Kinder, wie sie miteinander interagieren? Wir als Menschen programmieren sie mit all diesem Mist, den sie im Leben wieder deprogrammieren müssen. Ja. Denn vieles davon, sobald man hinübergeht und die andere Seite betritt, erkennt man, die meisten Dinge, die hier gelehrt werden, sind überhaupt nicht wahr. Es entspricht eigentlich nicht einmal der Natur der Realität. Es ist nicht so, wie es auf der anderen Seite ist und wie es von dort aus betrachtet wird. Also gibt es viel Täuschung von Geburt an, wenn das Kind frisch hereinkommt, wo es sehr im Einklang ist. Und dann hat man die Lebensspanne, die auf Täuschung und Lügen basiert. Und dann erreicht man das Ende, wo die Leute anfangen. Sie beginnen endlich, die Fragen zu stellen, die sie schon immer hätten stellen sollen. Es ist bedauerlich, dass sie bis zum Tod warten müssen, um diese einfachen Fragen zu stellen. Wer bin ich? Wo bin ich? Was ist dieser Ort? Um dann wirklich zu beginnen, es zu realisieren, da sie sich im Übergang befinden. Sie wechseln hinüber durch außerkörperliche Zustände. Sie erreichen die andere Seite, während sie physisch hier in der physischen Dichte sind. Richtig. Es ist möglich, ähnlich einer kontrollierten Nahtoderfahrung. Das ist ein außerkörperlicher Zustand. Jetzt. Okay, bevor wir fortfahren. Könntest du erklären, was ein OBE oder eine außerkörperliche Erfahrung ist, für diejenigen, die davon noch keine Kenntnis haben? Okay, also
Sobald du außerkörperlich bist, ist es nicht Astralprojektion oder luzider Traum. Wenn du den Körper verlässt, ist es physischer als dein jetziger Körper. Deine Seele ist physisch mit einer Art Dichte zum Fühlen und Berühren. Du schwebst nicht nur als Lichtkugel. Wenn du lernst, den Körper herunterzufahren, senkst du das Magnetfeld, das die Seele im Körper hält, richtig? Wenn das Magnetfeld auf ein gewisses Maß gesenkt wird, trittst du aus. Sobald du stehst, bist du in deiner Seele. Deine Seele ist physisch. Es gleicht einer Nahtoderfahrung, denn was du außerhalb des Körpers erreichst, entspricht dem beim Tod. Du greifst auf Aufzeichnungen, Verwandte, Gedankenformen, Zeit und Ereignisse zu. Du erlangst Einblick in die wahre Natur der Realität. In Bezug auf die 12 Reiche innerhalb dieses Konstrukts, mir wurden viele verschiedene Konstrukte auf der anderen Seite gezeigt, die wie auf Gottesschalen gestapelte Reiche aussehen, richtig? Du greifst auf all diese Dinge zu, sie kommen in dich hinein und du beginnst, Dinge zu lokalisieren und ein Verständnis oder eine Erinnerung zu bekommen. Es ist wirklich die Erinnerung, die in dich zurückkehrt. Du beginnst, Dinge in deinem physischen Leben anzuwenden und den Pfad der Ungewöhnlichkeit zu gehen, wie du auf der anderen Seite handeln würdest, nämlich in Integrität und bedingungsloser Liebe. Ich möchte das auch noch sagen. Der Grund, warum ich sage, dass es keine Astralprojektion oder luzides Träumen ist, richtig? Weil, wenn du herauskommst, bist du zu 100% bewusst. Das Bewusstsein, mit dem ich gerade in diesem Interview zu dir spreche, ist nicht anders, als wenn ich herauskomme oder wenn du aus deinem Körper herauskommst, bist du zu 100% bewusst. Aber wenn du träumst, nur um eine Prozentzahl zu nennen, richtig, wenn du träumst, sagen wir mal 25% deines Bewusstseins ist da. Deshalb verschwimmen die Dinge. Du bist nicht vollständig da. Luzid, astral, da bist du vielleicht zu 50 oder, ich weiß nicht, 70% da. Ich werfe nur Zahlen raus, um eine Vorstellung zu geben und so. Aber wenn du tot bist oder in einem kontrollierten Nahtodzustand außerhalb deines Körpers, bist du 100% bewusst, 100% aufmerksam. Das ist der Unterschied, den du. Also, Sie sagten, dass eine autobotische Erfahrung eine kontrollierte Nahtoderfahrung ist. Ich habe mit über 100 Nahtoderfahrenden gesprochen. Nahtoderfahrungen scheinen geführt zu sein, was bedeutet, dass die Seele geleitet wird. Oft wissen die Betroffenen nicht, was passiert. Sie erkennen nicht einmal, dass sie gestorben sind, bis ein Geistführer, Jesus, Buddha oder jemand erscheint und sie entweder durch eine Lebensrückschau oder einen Ältestenrat führt oder ihre Verwandten treffen lässt. Wie unterscheidet sich das von der außerkörperlichen kontrollierten Erfahrung, über die Sie sprechen? Nun, du triffst Wesen. Also, ich bin dort die ganze Zeit mit Wesen in Kontakt. Sobald ich meinen Körper verlasse, kommen wiederkehrende Wesen zu mir und zeigen mir Dinge. Also, es gibt dort keinen Unterschied bei den Wesen und, was die Leute Führer nennen, die du erreichen könntest, richtig. Wenn ich draußen bin, wie gesagt, gibt es Wesen, die sich mir zeigen, mich an viele Orte gebracht haben, wie die Hallen von Amente, die Kathedralen, die Aufzeichnungen, Seelenaufzeichnungen, haben mir die wahre Natur dieses Ortes von außen gezeigt, wie die Konstruktion aussieht. Es ist dort also nicht anders, weil Menschen, wenn sie sterben, diese Wesen sehen. Verwandte oder Führer, es ist dasselbe. Ich nehme an, du hattest nicht gleich nach der Geburt eine außerkörperliche Erfahrung. Wann hattest du also deine erste außerkörperliche Erfahrung? Ich nehme an, du hast danach gesucht, versucht, diesen Zustand zu erreichen und es ist dir einfach nicht passiert. Wie hast du es geschafft und wie fühlte es sich beim ersten Mal an? Also gut. Als ich noch ein Kind war, hatte ich Erfahrungen mit Schlafparalyse, bei denen ich meinen Körper unbewusst verließ, ohne es zu realisieren. Zuweilen griff ich nach physischen Gegenständen und brachte sie gewissermaßen herein. Also, ich verstand nicht, was geschah. Und weil man als Kind, wegen all der Angst, die passiert, ich es als Kind aus Angst unterdrückte. Spulen wir vor zu etwa 16 Jahren, als es wieder anfing, alles von vorne. Ich trat heraus, wurde von einem Wesen gezeigt. Ihr Name war Celeste, die mir alles zeigte, könnte man sagen. Ich wusste damals nicht, wie ich es interpretieren sollte, bis zu den Hunderttausenden von außerkörperlichen Erfahrungen, die ich seit dem heutigen Tag 2014 hatte, als ich in Marokko war, begannen sie unkontrollierbar zu passieren. Und es passiert mir so oft, dass ich sie an einem bestimmten Punkt anflehe, aufzuhören. Denn wenn man zu häufig aus seinem Körper austritt, gibt es einen Überlastungseffekt des zentralen Nervensystems. Es ist nicht anders als bei einem Computer.
Wenn ein Computer, sagen wir mal, 1 TB Speicher hat und man versucht, 3 TB an Informationen herunterzuladen, kann es zu einem Überlastungseffekt kommen. Dinge verlangsamen sich, werden träge. Das passierte mir und ich flehte darum, dass es in Marokko aufhört, hörte nur vorübergehend auf. Und dann habe ich im Laufe der Jahre gelernt, dies so zu kontrollieren, dass ich jede Nacht, wenn ich will, den Körper abschalten, ihn verlassen und auf die Informationen zugreifen kann, die ich abrufen möchte. Also, Darius, lass mich dich das fragen, Mann. Warum? Du scheinst fast wie ein Wunderkind, wenn es um außerkörperliche Erfahrungen geht. Als ob du auf diese Erde gesetzt wurdest, um das zu tun, was du tust? Warum denkst du, dass du in deinem Seelenvertrag oder in deinem Seelenplan gewählt hast, das zu erleben? Und dieses Geschenk wurde dir auf diesem hohen Niveau gegeben, so wie wir alle Basketball gespielt haben. Wir können nicht alle Michael Jordan und Kobe sein. Da gibt es einen Unterschied. Also sehe ich dich als den Kobe oder Michael Jordan der außerkörperlichen Erfahrungen. Warum wurde dir das geschenkt? Und warum ist diese Information so wichtig? Für uns, gerade jetzt in der menschlichen Existenz zu hören? Okay, also ich verstehe, worauf du hinaus willst. Im physischen Körper. Weißt du, ich könnte Kobe Bryant sein oder klar, aber als richtig. Deine Seele hat alle Fähigkeiten wie meine Seele und es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen den Fähigkeiten und Dingen, die wir gerade tun und erreichen könnten. Dieser außerkörperliche Zustand war eine sehr natürliche Sache. Besonders beim Betreten der Hallen von Amente, dem Zugang zu den dimensionalen Räumen dieses Reiches und der Durchquerung der Schöpfung aller Dinge ist es sehr natürlich. Es war so natürlich wie das Atmen damals. Doch aufgrund all der Ereignisse hier könnte man sagen, DNA-Modifikation, Bewusstseinsverdummung, genau, der Versuch, deine Seele vom Körper zu trennen und deinen Geist wirklich einzubringen. Deshalb ist es so schwierig für die Menschen. Aber es ist eine sehr trainierbare Sache, es wieder zu aktivieren, weil es wie ein verkümmerter Muskel ist. Denn wenn man an Dingen nicht arbeitet, braucht es nur ein wenig Zeit, um das wieder zu reaktivieren. Und dann läuft es wieder. Also, das ist nichts, wofür man viele Jahre sitzen muss, um es zu erreichen. Das stimmt überhaupt nicht. Das wollen sie dir glauben machen, damit du denkst, es sei so schwer zu erreichen, dass du es gar nicht erst versuchst. Denn es ist sehr zugänglich. Wenn du jede Nacht schläfst, ist es nur eine Frage, wie man bestimmte Schlafzyklen kontrolliert, indem man den Körper abschaltet, bewusst bleibt und du bist jedes Mal draußen. Warum hast du dich dafür entschieden, das zu haben? Welcher Teil davon ist in deinem Geist oder der Evolution deiner Seele, um dieses Leben mit dieser Arbeit zu verbringen? Ich weiß, dass es bestimmte Dinge gibt, die für Seelen vorgeplant sind. Richtig? Bestimmte Ereignismarker. Diese Ereignismarker sind, könnte man sagen, wichtige Dinge, die, wie du gesagt hast, vorgeplant sind. Richtig. Das Einzige, was mir erklärt wurde, ist das große Werk, Menschen auf die andere Seite zu wecken. Denn wenn sie erwachen, erwachen sie zu allem. Also könnte man sagen, ein Teil dessen, was ich hier tue, ist genau das. Richtig. Und das erklärte mir tatsächlich mein Onkel. Aber ich weiß nicht genau. Warum, außer die Menschen auf die andere Seite zu wecken. Denn es hat einen Katalysatoreffekt, der alle Täuschungen niederreißt und den Menschen direkten Zugang zu dem verschafft, was sie sind, dem ewigen Aspekt ihrer selbst. Ich hoffe, das reicht. Es beantwortet deine Frage. Es ist ähnlich wie das, was ich tue, auf diese Weise. Ich versuche Menschen mit diesen Gesprächen zu wecken und ihnen Zugang zu geben, in großem Maße zu diesen Gesprächen, nicht nur auf Englisch, sondern hoffentlich jetzt auch in mehreren Sprachen auf der ganzen Welt. Es geht also wirklich darum, diese Ideen ebenfalls zu verbreiten. Also ich verstehe dich, Bruder. Ich verstehe dich auf der Ebene, dass wir beide hier ähnliche Dinge tun, aber auf unterschiedliche Weise. Aber es ist auch sehr ähnlich. Es gibt viele Unterschiede. Es tut mir leid, dass ich dich unterbreche, aber betrachte es doch einmal so. Jeder agiert wie eine Stimmgabel, abhängig vom individuellen Bewusstseinsniveau. Du wirst für verschiedene Personen als eine spezifische Stimmgabel fungieren, genauso wie ich.
Nun, ich werde nicht unbedingt zu einem Bewusstseinsniveau sprechen, das, sagen wir mal, weit entfernt ist. Das ist nur das Erwachen zu den grundlegenden Aspekten von Bewusstsein oder der Seele, richtig? Die Leute wären besser dran, wenn sie einfach zur richtigen Person auf dem Weg gehen würden, auf dem sie sich gerade befinden, und dann entwickelt es sich irgendwie weiter, weil wir alle dazu bestimmt sind, die besten Versionen von uns selbst zu werden, richtig? Also, das ist ein vorbestimmtes Ereignis, dass jede Seele dazu bestimmt ist, die beste Version von sich selbst zu werden. Im Prozess des Erkennens, wissen Sie, jeder wird dort ankommen. Jeder erwacht wieder zu allen Dingen. Richtig? Du fängst nicht einfach mit dem Boxen an und hast dann deinen ersten Kampf gegen Mike Tyson. Das ist nicht der richtige Weg. Du musst dich hocharbeiten, bis deine Fähigkeiten so weit sind, dass du vielleicht etwas von einem Meister wie ihm lernen kannst. Ich benutze Boxen als Analogie, eine gewalttätige, aber dennoch passende Analogie. Verstehst du, was ich meine? Ergibt das Sinn? Ja, ergibt das Sinn. Als du auf der anderen Seite warst, hast du gesagt, dass du Führer getroffen hast. Hast du speziell deine Geistführer getroffen? Ja, ich habe viele von ihnen getroffen, darunter Celeste. Auch meinen Onkel habe ich oft getroffen. Er hat mich zu den Hallen von Amente gebracht. Es gibt noch ein paar andere, die ich nicht unbedingt möchte ihren Namen nicht speziell teilen, aber ja. Einer von ihnen brachte mich zu den Kathedralen, die himmlische Reiche waren. Der Himmel ist tatsächlich hier, also innerhalb dieses Konstrukts. Ich hatte Führer, mit denen ich in Kontakt war, die, man könnte sagen, mein zweites Mal hier herauskommend, sie dann wiedersehend, erinnerte ich mich nicht an sie. Beim dritten Mal dachte ich, oh, ich erinnere mich, wer ihr seid. Es gibt eine Geschichte. Also hier bekommt man Seelenfamilie, solche Sachen. Also lassen Sie uns in das Konstrukt einsteigen. Was ist Ihrer Meinung nach dieses Ding, das Sie das Konstrukt nennen? Es gibt die Simulationstheorie, die durch die Quantenphysik bewiesen hat, dass wir wahrscheinlich in einer Art Matrix-ähnlichem Konstrukt sind. Was ist Ihr Verständnis davon? Der Konstrukt, in dem wir uns befinden, ist wie ein Behälter, der alles enthält, ein toroidales Feld. Hier stapeln sich verschiedene Bereiche übereinander und koexistieren. Dieses spezielle Konstrukt hat 12 Bereiche, also insgesamt 12 hier. Hier sind die irdischen Reiche. Reich 1, in dem wir uns befinden, sind die irdischen Reiche. Es gibt weitere Landmassen hier, die uns nicht durch das offizielle Modell präsentiert wurden. Du meinst auf der Erde? Auf der Erde, oh ja, die Antarktis allein. Ja, hier sind alle Rassen. Man könnte sagen, dass Rassen existieren, richtig. Man könnte sagen, viele der Körper, die ursprünglichen, riesigen Körper, Engelskörper, sind in Stasis in der Antarktis. Das habe ich außerhalb meines Körpers gesehen. Wenn du durch die verschiedenen Reiche gehst, haben sie unterschiedliche Namen und Vorlagen. Einer davon, den ich hier teilen werde, ist Reich 5. Das sind die himmlischen Reiche. Der Himmel ist innerhalb des Konstrukts, in dem wir uns befinden. Er ist nicht tatsächlich auf der anderen Seite. Er ist hier drin. Es ist eine bestimmte Vorlage. Ich nenne es einfach das Frequenz. Also, ich nenne dieses Konstrukt einfach das Spiel der Dualität. Nennen wir es so. Das ist der Punkt. Normalerweise habe ich Bilder, von denen ich nicht weiß, ob ich sie teilen könnte. Ja, ich verschiebe den Vortrag. Ja, aber Reich 5 ist der Himmel. Also hier bekommst du die Reiche des Himmels, richtig? Es gibt verschiedene Ebenen im Himmel, die du erreichen kannst. Die Aufzeichnungen, die Kathedralen. Einige dieser Orte sind auch sehr angenehm, die du erreichen kannst, wenn du bis zum Reich 7 gehst. Das ist, wo die Leute die Engelwesen nennen, richtig? Die Engel existieren innerhalb dieses Konstrukts, im Reich 7. Wenn du noch höher steigst, erreichst du Reich 9. Die Regenbogenbrücke, auch bekannt als Asgard, das Reich der Götter. Es ist der Ort, an dem die Götter residieren, innerhalb dieses Konstrukts. Reich 12 und so weiter. Es gibt verschiedene Vorlagen und Dinge außerhalb des Körpers, die erreichbar sind. Es ist im Grunde wie das Einstimmen.
Es ist wie eine Radiofrequenz, oder? Wenn du die Frequenz einstellst, erreichst du verschiedene Sender. Dasselbe Prinzip gilt, wenn du deinen Körper verlässt und deine Seele auf verschiedene Frequenzen einstellst, um verschiedene Reiche innerhalb dieses Konstrukts zu erreichen. Du erreichst auch diese verschiedenen Reiche. Wie ich gezeigt habe, gibt es zwei Wege. Einen durch die Hallen von Amänte und einen durch den Kern dieses Reiches, nicht wahr? Was sie den Kern nennen, das Stargate. Die Stargates gewähren Zugang zu allen Bereichen dieses Konstrukts. Das 12. Reich führt dich vollständig aus dem Konstrukt heraus, wo du tatsächlich von außen heraustreten, es von außen betrachten, es aus, man könnte sagen, Gottes Perspektive sehen könntest. Nun, Sie haben erwähnt, lassen Sie uns in die 12 Reiche eintauchen. Können Sie etwas genauer erklären, was jedes Reich ist oder zumindest eine Erklärung dazu geben? Ich habe von den 12 Reichen gehört, manchmal auch von 9 oder anderen Zahlen. Im Allgemeinen geht es um die verschiedenen Ebenen, die wir alle durchlaufen müssen, was das betrifft. Ich weiß nicht, ob es Aufstieg genannt wird. Also aufgestiegene Meister, die auf der Erde wandelten, sind in verschiedene Ebenen und Reiche übergegangen. Wir können das gleich besprechen, aber lass uns zuerst die 12 Reiche durchgehen, wie du sie kennst. Okay. Also die ich kenne und die ich im Moment gerne teilen möchte, sind die ich bereits geteilt habe. Richtig. Weil es gibt noch bestimmte Dinge, die ich gerade im Detail ausarbeite, wie das Reich Eden. Es ist ein Ort, der immer noch hier ist, richtig? Ja, nur die, mit denen ich mich im Moment wohlfühle, habe ich geteilt. Hier hast du den Himmel und das Engelreich mit Engeln. Die Götter, irdisches Reich. Insgesamt sind es 12. Ein guter Weg, dies zu verstehen, ist, dass das Konstrukt entworfen wurde. Im Grunde könnte man sagen, dass wie oben, so unten, wie innen, so außen. Richtig. Diese physischen Körper spiegeln also perfekt das Konstruktdesign wider. Richtig? Also 1212 Monate, es sollten ursprünglich 13 sein. Richtig? Aber bleiben wir einfach bei 12. Also 12 Monate. 12 Zyklen. Wir haben, was die Leute die 12 DNA nennen, es sollten 13 sein. Richtig? Auch das sogenannte 12-Chakra-System sollte eigentlich 13 Chakren haben, nicht wahr? Ursprünglich waren diese physischen Körper so konzipiert, dass sie Zugang zu den innerhalb der physischen Dichte liegenden Räumen ermöglichen. Doch aufgrund von Verzerrungen, die im Spiel sind, sowie dem Ansturm und Angriff auf die physische Gesundheit, bestehen die DNA-Stränge jetzt nur noch aus 2 Teilen, richtig? Somit nutzen wir nicht mehr die vollen Fähigkeiten des physischen Körpers, die eigentlich für den Zugang zum Konstrukt vorgesehen waren. Das gesamte Konstrukt. Das ist also der Grund, warum du aus dem Körper herauskommst. Du kommst also aus dem Körper heraus. Die Seele ist nicht begrenzt. Sie ist durch nichts begrenzt. Du kannst die Seele nicht messen. Wenn du die Seele misst, setzt du ihr bereits eine Grenze. Es ist eine unzerbrechliche Wahrheit des Universums. Ultimative Freiheit und Einschränkung schließen sich aus, genauso wie bedingungslose Liebe und Urteil. Auch zu einem bestimmten Zeitpunkt. Vor dem Reset, bevor man sagen konnte, der Riss im Firmament über uns, Milchstraße, die Wasser darüber, die hier in dieses Reich fließen, die Ebene, auf der wir sind. Es gab einen Zeitpunkt in diesem Reich, an dem es Riesen und Engel gab. Der Himmel war auf der irdischen Ebene, richtig. Alle diese Wesen waren hier. Alles war hier. Und aufgrund dessen, dem Reset und so weiter, jetzt sind die Dinge, könnte man sagen, wir leben im Grunde auf. Die Zerstörung einer alten Welt, eines alten Reiches im Wesentlichen hier. Deshalb kann man hier alle Aufzeichnungen finden, die Wahrheiten, wenn sie graben, könnten sie Dinge hervorbringen, riesige Körper und so weiter. Das sind die Pyramiden, die Sphinx, Göbekli Tepe, all diese Dinge, die schon länger existieren als die offizielle menschliche Zeitlinie, die angeblich höchstens 6.000 bis 10.000 Jahre zurückreicht. Wo wir sind, intelligenter als wir vor 100.000 Jahren waren. Archäologie. Aber die Archäologie sagt jetzt, dass die Alten tatsächlich mehr wussten als wir. In vielen anderen Bereichen hatten sie vielleicht keine iPhones, aber sie waren fortschrittlicher. Daher die Pyramiden, daher diese Dinge, die nicht erklärt werden können. Also bitte. Ja, all die Technologie hier, die wir erschaffen, ist eine stark vereinfachte Version dessen, wozu wir fähig sind, richtig?
Organische Technologie existiert in uns und könnte aktiviert werden. Projekt Looking Glass ist ein Stück Regierungstechnologie, um potenzielle Zeitereignisse zu erfassen. Man könnte dies auch durch Astralprojektion erreichen, um andere Realitäten zu erkunden und Informationen über mögliche Zukunftsszenarien zu sammeln. Wenn du den Körper verlässt, erhältst du Zugang. Potenzielle Zeit existiert im physischen Körper. Deine Seele hat Zugang zu allem. Also all diese telepathische Kommunikation durch Textnachrichten oder man könnte sagen, Textnachrichten telepathisch kommunizieren. Wir haben diese Fähigkeit durch unsere natürliche Intuition. Es geschieht auf natürliche Weise bei Menschen, aber oft wird es abgetan, da es nur kleine Dinge sind. Aber je mehr du dich darauf einstellst und übst, desto stärker werden diese Fähigkeiten erwachen und sich verstärken. Zurück in der Zeit Ägypten, richtig, die Pyramiden sind viel größer, die meisten von ihnen. Wir sehen nur die Spitze des Eisbergs, da sie viel tiefer gehen. Hier greifst du auf die Hallen zu. Sie wussten das und taten es tatsächlich. Sie konnten ihr Bewusstsein und ihre Seele durch die Tische übertragen, die sie dort hatten, die Frequenzen durch den Körper projizierten. Richtig? Sie konnten die Seele aus dem Körper nehmen und in einen anderen Körper transportieren. Hier hatten sie auch das lebende Gold. Lebendes Gold war damals sowieso in den Körpern. Richtig? Das Blut war lebendes Gold, nicht wie unser Blut. Also, das ist faszinierend. Also, das Konzept von Atlantis, das Konzept von Lemuria, diese Ideen, diese Geschichten. Wie siehst du diese Orte, diese Ereignisse? Ja, alles existierte. Atlantis und Ägypten existierten zur gleichen Zeit. Das ist derselbe Zeitraum. Viele denken, es seien verschiedene Epochen, aber es war tatsächlich gleichzeitig. Ägypten war damals nicht wie heute eine Wüste, sondern sehr üppig. Es gab überall Wasser. Das war Teil der Technologie, die sie damals hatten, wie das Verständnis, wie die Konstruktion ist, wie dieses Reich funktioniert, wie das Himmlische, wie wir das Zentrum davon sind. Okay? Und sie haben hier alles kartiert. Und sie nutzten das, um ihre Strukturen nach der Natur dieses Ortes zu modellieren, wie es funktioniert. Freie Energie, und sie konnten das nutzen und auch durch den physischen Körper nutzen. Volle Fähigkeiten. Es klingt fast so, als würdest du über Neo in der Matrix sprechen. Er verstand den Code der Matrix und begann ihn zu manipulieren und sich darin auf göttliche Weise zu bewegen, aber es sah nur göttlich aus im Vergleich zu den, wie du sagtest, verdummten oder verkümmerten Fähigkeiten aller anderen. Jeder könnte Neo sein, jeder könnte Jesus sein, jeder könnte Buddha sein, aber sie haben es einfach geschafft, sich zu befreien und Zugang zu dem Verständnis in sich selbst zu bekommen, wie das ganze System funktioniert. Und deshalb sieht es göttlich aus, wenn sie bestimmte Dinge tun, wenn sie bestimmte Dinge taten. Nehmen wir Neo als Beispiel, wo es dem gleich käme, dass wir mit einem iPhone in die 1900er Jahre zurückgehen. Vor 200 Jahren hätten wir mit einem Maschinengewehr wie Götter gewirkt, aber es war nur ein anderes Verständnis von Funktionsweisen. Ist das fair? Ja, also, je mehr du das Wesen dieses Ortes verstehst, das Konstrukt und die andere Seite. Du wirst jemandem, der das nicht weiß, sagen, es wird für sie wie göttlich erscheinen, aber sie haben die gleichen Fähigkeiten und Möglichkeiten wie du und könnten sogar noch mehr tun. Es ist also nicht auf eine Sache beschränkt. Es ist einfach. Sobald du Seelen hast, die schlafen, hier, okay. Viele Seelen sind noch im Schlaf in einer Art von Amnesie. Wenn eine Seele erwacht, trägt sie eine Gefolgschaft von Seelen mit sich, denn sie sind wach. Ihre Augen sind jetzt vollständig geöffnet im Gegensatz zu jemandem, der noch schläft. Wenn du diese Person fragst, kannst du das tun. Wenn sie schlafwandeln, während sie die Aufgabe erledigen, können sie bestimmte Räume navigieren und Dinge effektiver tun, im Gegensatz zu einer wachen Person. Es ist eine natürliche Sache, ähnlich wie einer blinden Person die Farbe Blau zu erklären.
Man kann es nicht wirklich tun, da sie nicht für immer blind bleiben werden. Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem sie ihr Augenlicht wieder erlangen werden. Dies erfordert jedoch die Bereitschaft der Seele, einen Schritt nach vorne zu machen. Dies ist ein wichtiger Bestandteil vieler Agenten in der New Age-Gemeinschaft, die oft versuchen, Menschen zu überzeugen, sich unterwürfig hinzusetzen. Manche glauben, dass Erleuchtung bedeutet, passiv zu sein, aber in Wahrheit erfordert es Aktivität. Wenn man erwacht und die Dinge klar sieht, kann dies zu Wut führen, da man die Realität so sieht, wie sie wirklich ist. Ja, ich stimme dir zu 100% zu. Es gibt Dinge, die ich sehe, bei denen ich mir denke, das ergibt für mich keinen Sinn mehr. Die Gewalt im Ausland. Wissen Sie, Kontrolle über Menschen oder Medien oder früher hätte man nicht zweimal darüber nachgedacht. Aber plötzlich fängt man an, es zu sehen. Es ist ein bisschen wie in dem alten Film Sie leben. Wenn Sie sich an diesen Film erinnern, von John Carpenter mit Roddy Piper. Als er die Brille aufsetzte, konnte er die Wahrheit von allem sehen und wie alle manipuliert wurden. Aber er nahm die Brille ab. Er war wieder in dem Konstrukt, das für sie gebaut wurde. Und er wurde wütend. Oh, er wurde sehr wütend, als er es herausfand und diese Brille trug. Und er versuchte, alle aufzuwecken. Ich meine, setz diese Brille auf. Setz diese Brille auf. Setz diese Brille auf. Ist es also eine Analogie für das, worüber wir sprechen? Echt? Ja, selbst bedingungslose Liebe wird missverstanden. Liebe, die wahre Frequenz der Liebe. Wenn Menschen an Liebe denken, denken sie an. Obwohl, da auch Wahrheit drinsteckt, denken sie rein an Liebe und bedingungslose Liebe als etwas sehr Passives. Zurücklehnen, zulassen. Richtig? Liebe ist sehr Energie und die Kraft, die alle Dinge erschafft, wurden verdreht und verzerrt, sodass Menschen jetzt Liebe an einem Ort der Nichtschöpfung nutzen. Richtig? Liebe ist eine Waffe, genauso wie Schöpfung selbst. Liebe kann durch Berge und Barrieren dringen, wenn richtig angewendet. Es ist wie eine Mutter, die ein Kind gebiert. Richtig? Also liebt sie dieses Kind bedingungslos. Jetzt schau, was durch bedingungslose Liebe passiert. Wenn dieses Kind in Gefahr gerät, wird diese Mutter alle Barrieren durchbrechen. Alles, was vor dieser Mutter steht, aufgrund der bedingungslosen Liebe zu ihrem Kind, um es zu schützen. Wenn du also Liebe richtig anwendest, nicht passiv, sondern aktiv lenkst. Richtig. Das ist eine sehr mächtige Kraft. Und es ist Liebe, bedingungslose Liebe. Man kann keine bedingungslose Liebe mit einem Urteil haben. Und das gilt auch hier. Menschen, die urteilen. Wenn Menschen andere Menschen verurteilen, treten sie buchstäblich aus der bedingungslosen Liebe heraus und werden nicht anders als das Böse, das sie verurteilen. Hier wirst du mich manchmal sagen hören: Ich arbeite nicht unbedingt für das Licht, aber auch nicht für die Dunkelheit, weil Licht und Dunkelheit beide Urteile übereinander fällen. Und du wirst schnell erkennen, dass sie im Grunde genommen keinen Unterschied machen. Ich liebe, was du gesagt hast in Bezug auf aktiv und passiv. Weil viele das Bild des Yogis haben, der 40 Jahre in einer Höhle im Himalaya sitzt und meditiert, um Erleuchtung zu finden. Und das machte zu einer bestimmten Zeit in der Geschichte Sinn, weil die Menschheit nicht einmal in der Lage war zu verstehen, wie die Geschichte zeigt, dass Jesus zu seiner Zeit nicht sehr gut aufgenommen wurde. Und ebenso Buddha und all diese großen spirituellen Lehrer, zu jener Zeit machte das Sinn. Aber in der heutigen Welt ist es anders. Man muss aktiv arbeiten und Dinge tun, um die Gesellschaft zu verändern, mit dem Wissen, das man erlangt, sei es durch Meditation oder eigene spirituelle Praktiken. Würdest du zustimmen? Ja, absolut. Es ist sehr aktiv und entmutigend zuzusehen. Besonders wenn man viele der Lehren hat, die jetzt Dinge loswerden. Das ist ein Ausdruck der Seele. Können Sie ein Beispiel geben? Okay, also, wenn Leute sagen, werde dein, lass dein Ego los, richtig. Was Menschen erkennen werden, sobald sie den Körper verlassen oder sterben, ist, dass ihr Denkprozess, wer sie in diesem Moment sind, sich nicht ändert. Alles kommt mit.
Deine Gedanken, Emotionen und Gefühle werden präsentiert. Alles begleitet dich auf die andere Seite. Das Einzige, was sich ändert, sind die Erinnerungen an deine Erfahrungen. Alles kehrt in deine Seele zurück und du gewinnst Klarheit darüber, warum du so handelst, wie du handelst, warum du Dinge tust, wie du sie tust und warum du bestimmte Dinge in diesem Bereich getan hast und Vergesslichkeit. Genau. Jede Seele ist, könnte man sagen, die höchste Version ihrer selbst, die hier in diesem Bereich in Vergessenheit handelt, richtig? Weil sie vergessen, wer sie sind. All diese Dinge sind Aspekte von dir, deiner Persönlichkeit. Befreie dich von deinem Ego, aber niemals von diesen. Das sind Ausdrucksformen deiner Seele. Richtig, es ist ein Aspekt von dir. Im Grunde ist es wie ein spiritueller Krieg gegen die Seele, wenn man versucht, ihren Ausdruck zu mindern. Freiheit kann nicht vollständig sein, wenn die Seele eingeschränkt wird. Einschränkungen im Seelenausdruck sind bereits im Gange. Es ergibt vollkommen Sinn. Du hast etwas gesagt, das in meinem Kopf nachhalte. Es ist, als ob jeder in der Lage ist, die Dinge zu tun, über die wir sprechen. Und noch mehr. Es gibt genaue Worte, wenn ich Jesus Christus zitieren darf. Er sagte genau dasselbe. Ihr könnt alles tun. Ich könnte noch mehr. Sind das diese Meister, die auf dem Planeten wandeln? Kannst du den Leuten erklären, was tatsächlich mit ihnen geschah? Die Babajis, der Buddha, all diese Meister, die auf der Erde wandelten. Was taten sie? Was haben sie in sich selbst gefunden, das ihnen die Brillen aus They Live oder die Fähigkeiten von Neo gab? Denn vieles, ich meine, die Wunder von Jesus, klingen sehr yogisch. In ihrer Natur, also wie die Meister der Yogis, Levitation, Biolocation. Viele Dinge, die in spirituellen Texten erwähnt werden. Was tun sie und was haben sie in sich selbst gefunden, um ihnen diese Art von Verständnis zu geben? Okay, also, ich bin nicht so belesen in solchen Dingen wie die Massen und so weiter. Aber was ich dir basierend auf meiner Erfahrung sagen kann, ist Folgendes. Meine Erfahrung ist, dass sobald du anfängst, Informationen zu erschließen und du diese Dinge siehst, sei es durch, weil sie meditieren und dann den Körper verlassen, würde ich sagen, sie verlassen den Körper, um alle Informationen zu erschließen. Richtig? Sobald du diese Dinge erschließt, siehst du sie und hast keine andere Wahl, als daran zu wachsen. Richtig? Sobald du die Tür öffnest und hindurchgehst, kannst du nicht unbedingt zurückgehen. Es ist eine Tür, die du nicht mehr vergessen. Du kannst es nicht vergessen. Ich meine, du könntest es versuchen, aber es ist sehr schmerzhaft, weil du die Wahrheit kennst, richtig? Also würde ich einfach sagen, diese Leute, die du erwähnst, haben die Wahrheit erkannt, wie sie ist, und begonnen, sie im physischen Sinne so gut wie möglich anzuwenden und auch anderen beizubringen, dass sie die gleiche Fähigkeit haben. Viele Menschen verwandeln sich sehr schnell in jemanden, der etwas anbetet, etwas außerhalb von sich selbst anbetet, jemanden anbeten und ständig ihre Macht abgeben, weil sie darauf indoktriniert und trainiert wurden, ständig ihre Macht abzugeben, durch Bildungssysteme, durch Arbeit. Alles hier ist so angelegt, dass man seine Fähigkeiten abgibt. Wenn du also etwas anbetest, vergisst du automatisch auf der grundlegendsten Ebene, dass du nicht anders bist als diese Seele und die gleichen Fähigkeiten und Kapazitäten hast, wenn du sie nutzt. Es ist sehr aktiv. Ich hoffe, dass diese Frage schön beantwortet ist. Du hast die Hallen von Amenti erwähnt. Was sind die Hallen von Amenti? Ähneln sie der Akasha-Chronik? Kannst du erklären, was das ist? Also, wenn ich über die Hallen von Amente oder die himmlischen Aufzeichnungen in den Kathedralen spreche, dann sind das einfach Aufzeichnungen. Man könnte sie als eine Art universelle Datenbank betrachten. Mit anderen Worten, es ist wie eine Festplatte, die die gesamte Cloud enthält. Ja, die Cloud enthält die gesamte Geschichte dessen, was in diesem Zeitraum im Reich geschehen ist. Wenn ich auf die Hallen von Amente zugreife, greife ich auf einen bestimmten Zeitpunkt zu, während ich gleichzeitig auf die Gegenwart zugreife, weil die Hallen von Amente immer noch existieren. Alles existiert hier und kann abgerufen werden, verstehst du? Es gibt also immer noch Wesen, die in der Gegenwart dort sind.
aber sie enthalten eine gesamte Datenbank von Aufzeichnungen aus der ägyptischen und Atlantiszeit. Also, diese bestimmte Zeit. Interessant ist, wenn man bestimmte Dinge in den Hallen von Amente oder sogar in den himmlischen Reichen zugreift. Aber ich bleibe bei den Hallen von Amente. Sie haben diese Tafeln oder man könnte sagen Bücher oder bestimmte Kristalle. Als ich in den Hallen der Meditation war, erinnere ich mich, dass ich zum ersten Mal einen Kristall mit einem weißen Rand sah. Sobald man durch die Tür geht, den Durchgang. Alle Türen sind übrigens offen. Doch sobald man hineingeht, verändert sich dieser Kristall je nach Seelenfrequenz. Meiner war grün. So verändert sich der Kristall bei jeder Seele, die durch diese Tür geht, je nach der mitgebrachten Energiesignaturfrequenz. Es gibt auch spezielle Türen und Durchgänge, zu denen man Zugang erhält, wo, wenn man etwas berührt, es einen Informationsdownload auslöst, jedoch nicht jede einzelne Nuance davon erhält. Es ist fast wie, du bekommst die Filmtrailer, den Trailer des Films, du bekommst alle guten Teile und dann entfaltet sich das langsam in dir und dann denkst du, okay, das ergibt mehr Sinn und so weiter und so weiter. Auch in den Hallen des Geistes haben sie kartiert, wenn du ganz nach unten gehst, den ganzen mittleren Gang bis zum Ende, haben sie die gesamte Struktur kartiert, alle 12 Sternentore. Das gesamte Reich, in dem wir leben, die 12 Reiche, 12 Sternentore, und sie haben es wie auf einem Tisch, das Firmament. Alles ist da, und sie haben es alles ausgestellt. In den Hallen von Amente gibt es auch Hallen, die aufgrund der Frequenz zugänglich sind, richtig? Bestimmte Frequenzen basieren auf den Sternentoren, die in ausgerichteten Hallen stehen. Betritt man sie, erhält man direkten Zugang zu den verschiedenen Reichen in diesem Konstrukt. Da Sterne auf spezifischen Frequenzpunkten basieren, festen dimensionalen Raumzugangspunkten. Können Sie beschreiben, was Sie bei Kathedralen sehen und welche Informationen im Vergleich zu den Holos des Erfindens verfügbar sind? Also alle Aufzeichnungen des Himmels, der Zeitpunkt oder Aufzeichnungen des Himmels und der Gegenwart sind vorhanden, da der Himmel immer noch präsent ist. Interessant war, als ich in den himmlischen Bereichen war, was wir iPhones nennen oder iPads, Tablets. Diese Geräte existieren tatsächlich im Himmel und bilden eine andere Datenbank. Es handelt sich um eine Art organischer Technologie. Ich erinnere mich daran, ein Mädchen zu sehen, das ein Gerät hielt, das wie ein iPhone aussah, und ich fragte mich, warum. Hat sie ein Telefon? Nun, ich denke, ich kann das beantworten. Steve Jobs ist jetzt auf der anderen Seite und stellt diese Geräte offensichtlich im Himmel her. Selbst Gott war begeistert. Diese sind fantastisch. Das war das Einzige, was mir einfiel. Das ist gut. Sie haben organische Technologie, richtig? Das verwenden Sie in den himmlischen Reichen, wie ich gesehen habe, wie diese Tablets. Es sind keine Telefone, aber sie sehen ähnlich aus. Und es ist dasselbe, wenn man sie berührt. Sie gewähren Zugang zu einer Datenbank von Informationen. Das, was du in den himmlischen Bereichen abrufen möchtest. Auch als ich dort war. Ja, mach weiter. Auch als ich dort war. Die Kathedralen, genau. Wenn die Leute denken, dass man, sobald man auf der anderen Seite ist und Zugang hat, diese Räume keine Freude bieten. Freude existiert auf der anderen Seite. Es sind alle Freuden der Körperlichkeit ohne Einschränkungen, also innerhalb der Kathedralen. Du könntest dich an deiner Seele erfreuen, an ihren Freuden, richtig? Andere Seelen berühren, Kontakt. Alles ist da. Als du über Technologien gesprochen hast, habe ich so viele Nahtoderfahrungen über die Lebensrückschau gehört, wo das ganze Leben wird in einer Art Minority Report-Stil dargestellt, schwebende Bildschirme, in die man eintauchen kann. Und dann gibt es auch das Gefühl, dass man alles auf beiden Seiten spürt. Man fühlt, was man jemand anderem angetan hat und was jemand anderes einem selbst angetan hat. Diese Technologie klingt sehr im Einklang mit dem, worüber du sprichst, dieser organischen Technologie. Und wir verwenden das mangels eines besseren Wortes. Ja, Lebensrückblicke gibt es alle. Das passiert, genau. Ich erinnere mich daran, einen kleinen Teil eines Lebensrückblicks gezeigt bekommen zu haben. Richtig. Und ich werde das auf 2 verschiedene Arten angehen, um dir Kontext zu geben, bitte. Aber
Ich erinnere mich, eine Lebensrückschau mit meinem Onkel gesehen zu haben. Er zeigte mir einen kleinen Teil davon, als ich herauskam. Das war eine Zeit, in der ich versuchte, meinen verstorbenen Onkel Bob zu erreichen. Und ich war dort. Dann zeigte er mir bestimmte Dinge, die ich tat, hier, die Liebe zurückhielten. Als er mir das zeigte, war es nicht unbedingt so, dass er mich verurteilte. Wir sind unsere eigenen Richter. Du wirst nicht für Taten auf der anderen Seite verurteilt, sondern von dir selbst. Die unverzeihliche Sünde ist, wenn du dir selbst nicht vergeben kannst. Er zeigte mir kleine Dinge, bei denen ich Liebe zurückhielt. Das brachte mich vor Schmerz auf die Knie, absoluter Schmerz, weil ich erkannte, wer ich auf der anderen Seite war, wer wir alle sind, richtig? Jeder erkennt, wer er ist und die Göttlichkeit jeder Seele in all ihren Erinnerungen, richtig? Es ist schmerzhaft. Also, die Liebe, die du hier zurückhältst, ist der Schmerz, den du vorübergehend auf der anderen Seite tragen wirst. Es ist nicht ewig oder so, aber du fühlst Emotionen, richtig? Jetzt, wenn du auch Lebensrückblicke durchgehst. Es ist fast wie eine virtuelle Realität, als ob du darin wärst, physisch in dieser Erfahrung, während sie sich abspielt. Du könntest dich bewegen, es betrachten, fast wie ein Zugriff. Ist es nicht wie der Zugriff auf Aufzeichnungen? Wenn du bestimmte Aufzeichnungen ansiehst, bist du wirklich in diesem vergangenen Ereignis und kannst es aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Du könntest es aus der Sicht einer anderen Person oder aus deiner eigenen betrachten. Ja, die Lebensrückschau ist wahr. Die Idee von parallelen Realitäten und dem Multiversum, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das dasselbe oder zwei verschiedene Konzepte sind, aber dass jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung treffen, eine wichtige Entscheidung, nicht Ketchup oder kein Ketchup, sondern wichtige Entscheidungen, es sich in eine andere Realität aufspaltet, während diese hier weiterläuft, um zu sehen, wie sich das entwickelt. Denn das habe ich auch in Lebensrückblicken gehört, wo sie sagen, oh, ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich Sally geheiratet hätte. Oh, Moment mal, hier, so wäre es gelaufen, wenn du Sally geheiratet hättest, anstatt dich in der Highschool von ihr zu trennen. Und das ging weiter und du denkst, oh Gott, zum Glück ist das nicht passiert. Oder so ähnlich. Erzählen Sie mir aus Erfahrung, was es ist. Nun, das würde dir ein Potenzial geben, richtig? Ja, also gibt es hier potenzielle Zeitereignisse, richtig? Potenzielle Zeit, all die Potentialitäten. Gibt es, richtig? Es gibt feste Ereignismarker in diesem Bereich, richtig? Das ist wie ein Weg, den ich gehe, um dann hier die Frage zu beantworten und Klarheit zu schaffen. Es gibt voreingestellte Ereignismarker in diesem Bereich, wie zum Beispiel die Gewissheit, dass jede Seele letztendlich auf die andere Seite erwachen und durch den Tod Zugang zu allem haben wird. Sie überschreiten, der Körper stirbt. Aber du musst nicht sterben. Du könntest einen kontrollierten außerkörperlichen Zustand haben, um auf diese Informationen zuzugreifen. Und es gibt viele verschiedene, man könnte sagen, Seelen, Verträge, wichtige Ereignismarker. Du lebst dein Leben. Wenn dies der Ereignismarker hier ist, könnten Tausende von verschiedenen Wegen vor dir liegen. Es spielt keine Rolle, welchen du wählst. Aber letztendlich werden diese Wege zusammenführen und das endgültige Ziel erreichen, sei es das Treffen mit einem geliebten Menschen oder etwas Großes. Ist nicht alles vorherbestimmt, oder? Nicht alle Dinge sind vorherbestimmt. Die verschiedenen Wege sind nicht festgelegt, aber es gibt voreingestellte Dinge. Nun, sobald du im Leben eine Entscheidung triffst, richtig? Deine Wahl ist, steig in den Bus oder steig nicht ein, richtig? Wenn du einsteigst, nimmst du die Möglichkeit dieser Zeit wahr und lebst sie tatsächlich. Das Potenzial, nicht einzusteigen, hat Grenzen. Es ist nicht unendlich. Sieh das Leben dieser Seele bis zum Tod. Es zeigt dir etwa 10% der Möglichkeiten, die passiert wären, wenn du nicht in den Bus gestiegen wärst. Der Rest verschwimmt einfach an diesem Punkt. Und ich möchte, dass die Leute das ganz klar verstehen. Wenn du von Markern sprichst, milden Markern, mangels eines besseren Wortes, das sind große Ereignisse in deinem Leben, also wie das Treffen mit dem geliebten Menschen, mit dem du den Rest deines Lebens verbringen wirst, sagen wir mal, oder zumindest dieses nächste Kapitel deines Lebens. Kinder bekommen, keine Kinder bekommen, diesen Job bekommen, der dich dann in eine Karriere führt. Ein Autounfall,
ein unerwarteter Gewinn irgendeiner Art, vielleicht finanziell, vielleicht spirituell, wer weiß. Das sind große Marker, die für dich ausgelegt sind und nicht für dich ausgelegt sind, die du selbst ausgelegt hast. Meines Verständnisses nach hast du sie selbst ausgelegt für die Entwicklung deiner Seele in diesem Leben. Wie du zwischen den Markern gelangst, ist offene Potentialität, wo als du eine lange Linkskurve machen kannst. Du kannst geradeaus gehen, du kannst Jenny-Daten, Sally-Daten, Bob-Daten, wie auch immer du diesen Weg gehen möchtest. Aber letztendlich wirst du diesen Meilenstein erreichen. Im Grunde, das ist die Erklärung. Ja, es geht zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe. Jede Seele ist dazu bestimmt, die beste Version ihrer selbst zu werden. Also wenn sie bestimmte Dinge festlegen. Nicht alle Seelen legen bestimmte Dinge fest, richtig? Manche Seelen tun das. Sie haben, wie, einen Plan. Hier wirst du bestimmte Leute hören, Eltern, wo das Kind durch den Elternteil kommt und sie sagen, oh ja, ich habe dich gewählt. Ich bin froh, dass ich dich dieses Mal gewählt habe. Weil bestimmte Dinge festgelegt sind. Nehmen wir an, das Vorgesehene war, Mary zu treffen, die Liebe deines Lebens, richtig? Also, was du gerade gesagt hast. Der Weg dorthin ist nicht vorbestimmt, aber letztendlich konvergiert und trifft man diese Person. Sagen wir mal, auf dem Bürgersteig oder so, war ein vorbestimmtes Ereignis, das irgendwann zusammenführt. Was passiert danach? Es ist nicht unbedingt voreingestellt, weil das der Weg ist, den du nehmen könntest, richtig? Es sind also nur die wichtigen Ereignismarker, die voreingestellt sind von dem, was ich war. Jetzt gezeigt, ist das Multiversum etwas anderes als parallele Realitäten oder haben sie dasselbe Konzept aus deiner Sicht? Aus deiner Sicht. Die Natur der Realität, wie ich sagte. Also gibt es Konstrukte auf der anderen Seite, die, man könnte sagen, Spiele sind, richtig? Es gibt verschiedene Versionen von Konsolen wie Xbox oder PlayStation oder Nintendo, richtig? Und dann sind die Reiche im Grunde wie die verschiedenen Versionen des Spiels. Sagen wir einfach Call of Duty 1, Call of Duty 2 und so weiter. Nun, es gibt auch dimensionale Räume. Diese dimensionalen Räume sind Gedankenformen, oder? Gedankenformen, die du mit dem Willen der Seele projizierst und durch das gesprochene Wort erschaffst. Du erschaffst diese Räume durch deine Gedanken, um zu erleben, was du willst. Also, so wurde es mir jedenfalls gezeigt, wenn es um Zeitpotenziale und das Multiversum geht, richtig? Man könnte es das Multiversum nennen, aber, so wurde es mir gezeigt, Konstrukte, dimensionale Raumebenen, sobald man auf der anderen Seite ist. Ich habe gehört, dass du in anderen Interviews erwähnt hast, dass das Konstrukt endet und alles irgendwie zu einem Ende kommt. Kannst du das meinem Publikum erklären? Also, das habe ich mit 16 Jahren gezeigt, indem ich Celeste genannt wurde. Und mit 16 Jahren zeigte ich sozusagen den Abschluss dieses Bereichs, richtig. Und wie es eine große Feier war, und dieser Abschluss war im Grunde, dass sich alle Dinge wieder für alle Seelen öffnen. Alle Seelen erinnern sich wieder an alle Dinge. Das große Ereignis, richtig. Nun, wenn ich darüber spreche, bin ich sehr zögerlich geworden, weil ich nicht unbedingt die Hoffnung der Menschen ausnutzen möchte. Aber das wurde mir mit 16 Jahren gezeigt, die Vollendung dieses gesamten Konstrukts. Denn alles, was erlebt werden konnte, wurde hier von irgendeiner Seele erlebt, richtig? Daher kommt die sich wiederholende Geschichte, weil wir so viele verschiedene Versionen innerhalb dieses Konstrukts, innerhalb dieser Reiche gespielt haben. Und sie sind alle nur. Wir haben alle Rollen, alle Skripte durchgespielt und es ist nur Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Wenn es zu einem Ende kommt, was mir gezeigt wurde, ist es nicht unbedingt ein Ende, weil alle Informationen hier in den Aufzeichnungen aller Dinge gespeichert sind, richtig? Aber ich muss vorsichtig sein, weil dann. Sie verwandeln sich in Angstmacherei oder sie führen zu Angst und ähnlichen Dingen, was wir überhaupt nicht fördern wollen. Aber das ergibt auch Sinn, weil wenn du vedische Texte studierst, gibt es 26.000 Jahre Zyklen, in denen du dich entwickelst, dann absteigst bis zum dunklen Zeitalter, dann wieder aufsteigst. Wir erleben jetzt das Erwachen, gehen aufwärts. Manche sagen, dies sei der letzte Zyklus. Der könnte noch weitere
20.000 Jahre dauern. Wie viele tausend Jahre sind es? Mach weiter. Du wolltest etwas sagen. Ja, also im Grunde genommen, das ist, was ich gesagt habe. Die Zyklen wiederholen sich, richtig? Wir haben sie immer und immer wiederholt, so oft. Was ich gezeigt habe, ist, dass die Zyklen, von denen du sprichst, sich nicht mehr wiederholen. Es kommt einfach zu. Ich weiß nicht genau, wie es aussieht. Ich habe gezeigt, dass diese Zyklen, das goldene Zeitalter, dann das dunkle Zeitalter und wieder das goldene Zeitalter, enden und wir alle zum ewigen Aspekt unserer Seele zurückkehren. Man könnte sagen, dass wir nicht mehr an die Zyklen gebunden sind, oder? Das war es nur. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe. Ich verstehe, was du sagst. Das bringt mich zu einer anderen Idee. Ich habe dieses Konzept schon oft gehört und Leute danach gefragt, um ihre Sichtweise zu verstehen. Ich würde gerne auch deine Meinung dazu hören. Mir wurde gesagt, dass es keine vergangenen oder zukünftigen Leben gibt. Alle Leben geschehen gleichzeitig, alle Zeitlinien geschehen gleichzeitig und wir sind nur auf diesen Standpunkt fokussiert. Wenn wir in diesem Leben handeln, hat es Auswirkungen zurück oder nach vorne. Es gibt also Lektionen. Wenn du zum Beispiel eine Lektion in diesem Leben lernst, wegen des freien Willens, wie, oh, er sollte das eigentlich erst in 3 Leben lernen, aber er hat es in diesem gelernt. Also können wir es aus den nächsten 3 Leben löschen, so in etwa. Das spielt also ein wenig mit Zeit und Raum. Ich würde gerne deine Perspektive zu dieser Idee, diesem Konzept hören. Nun, nichts wird gelöscht. Nichts geht jemals wirklich verloren oder wird gelöscht. Jetzt. Du bist nicht unbedingt, ja, alle Dinge geschehen gerade jetzt wie deine früheren Leben, wie deine vergangenen Erfahrungen. Sie existieren, aber sie existieren nicht in diesem Sinne. Du erlebst sie gerade jetzt. Du könntest als Seele in diese Erfahrung zurückgehen, im Sinne des Betrachtens, wie eine virtuelle Realität. Also, es stimmt in gewisser Weise, dass sich alles abspielt, richtig? Vergangenheit, Gegenwart, zukünftige Möglichkeiten. Hier wurde mir auch die Zeit gezeigt. Aber deine Seele, die gerade jetzt dies erlebt, das ist, was du erlebst. Wenn du vergangene Leben, vergangene Erinnerungen abrufen möchtest, tauchst du einfach in eine Erinnerung ein, die du fast wie eine Lebensrückschau betrachten könntest, wenn das Sinn ergibt. Richtig? Fast wie das. Das ist für die älteren Zuhörer. All eure Leben sind DVDs im Regal und ihr könnt hingehen und sagen, oh, das ist das Mittelalter. Das ist, als ich ein Wikinger war. Das ist, oh, ich habe viele Ägypter gemacht. Ich liebe diese Zeit wirklich. Einfach einlegen und Play drücken. Entschuldigung. Junge Zuhörer, googelt mal, was eine DVD ist. Ist das so ungefähr die Idee davon? Ja, das ist eine gute Möglichkeit, es zu erklären, damit andere verstehen. Was ist also dein Verständnis davon? Weil es schwer ist für unsere Hardware, unser Gehirn, das aus dieser Perspektive zu verstehen, Zeit und Raum, weil Zeit relativ ist. Ich meine, nochmal, und ich habe mit ein paar Quantenphysikern gesprochen, aber dass es eine Möglichkeit gibt, die Zeit tatsächlich basierend auf dem ursprünglichen Urknall zu markieren, all diese Dinge. Aber für mein Laienverständnis ist Zeit wie unsere Rotation, wenn der Urknall genau so passiert ist. Unsere Umlaufbahnen um die Sonne bestimmen unsere Zeit. Auf Jupiter oder dem Mars wäre der Zeitrahmen völlig anders, da sie anders rotieren. Alles basiert jedoch auf der Rotation um die Sonne. Wenn wir 5000 Lichtjahre entfernt sind und keine Sonne existiert, stellt sich die Frage, gibt es dann Zeit? Das ist die Frage. Was ist dein Verständnis von Zeit und Raum von der anderen Seite? Nun, ich werde hier sehr vorsichtig sein, weil vieles von dem Weltanschauung, Raum, Sonne, ist nicht wirklich so, wie es ist. Wir befinden uns in einer Konstrukt-Firmament-Ebene, richtig? Wir sind das Zentrum aller Dinge. Alles ist im Firmament enthalten. Alles dreht sich um uns, richtig? Soziale Ausrichtung, solche Sachen. Aber die Zeit, wie präsentiert wurde,
Alles geschieht. Wie Sie es von der anderen Seite sehen. Alle Möglichkeiten. Alles geschieht. Man könnte sagen, es ist die Zeitdimension, richtig? Zeit ist nicht nur linear, richtig? Du bekommst Zugang, indem du deinen Körper verlässt, richtig? Du bekommst Zugang. Was du in der Vergangenheit, Gegenwart und potenziellen Zukunft getan hast. Aber wie es mir als eine Art Illustration gezeigt wurde, ist, ein weibliches Wesen kam zu mir, sie legte ein Kartendeck aus, richtig? Und ich habe das in vielen anderen Interviews erklärt, aber es ist eine gute Illustration. Sie legte ein Kartendeck aus und legte sie einfach auf den Tisch und sagte, du erlebst die Zeit auf diese Weise. Dieses Ereignis, diese Karte zu dieser Karte, zu dieser Karte, alle Ereignismarker, alles sehr linear. Und sie legte die Karten zusammen. Wir schauten durch die Mitte und alle Zeit passierte gleichzeitig. Also, so können Sie darauf zugreifen oder so sehen und nutzen Sie es auch durch vergangene, gegenwärtige Potenziale. Deshalb, das ist auch der Grund, warum viele angstbasierte Erzählungen, die momentan ablaufen, existieren. Wie die Menschen ständig in Angst sind. Angst, Angst. Je mehr Seelen sich auf etwas konzentrieren, desto mehr schaffen sie die Möglichkeit, dass dieses potenzielle Zeitereignis eintritt. Deshalb ist Angst sehr unnötig, weil es nichts zu fürchten gibt. Aber seine größte Illusion ist Angst. Der wichtigste Weg, die Seele zu kontrollieren und zu beherrschen, ist Angst. Wenn du Angst einflößt, machst du eine Seele ängstlich, dann hast du Kontrolle über den Ausdruck dieser Seele. Das ist eine sehr interessante Sichtweise, weil du im Grunde gerade das gesagt hast, was ich vorher schon angedeutet habe, dass alle Dinge gleichzeitig passieren. Es geht also im Wesentlichen nur um die Perspektive, wie du die Informationen abrufst, denn selbst in einem Computer, einer Festplatte, linear, ist es überall verteilt. Also könntest du Informationen von hier, Informationen von hier abrufen. Es ist also nicht nur von A bis Z sortierte Informationen. Das ergibt Sinn. Sinnvoll. Ja, das macht total Sinn. Du hast etwas Interessantes gesagt. Wenn du den Körper verlässt, siehst du vergangene Ereignisse. In deiner außerkörperlichen Erfahrung greifst du also auf vergangene Leben und potenzielle zukünftige Leben zu. Keine zukünftigen Leben? Nein. Wie gesagt, ich war gerade am Anfang oder in der Mitte davon, als ich von Potenzialen sprach, die du nur zu 10% siehst. Ich nannte nur eine Zahl, um Kontext zu geben, aber es ist nicht unbedingt wie. Ich greife nicht darauf zu und ich glaube nicht, dass es möglich ist, darauf zuzugreifen. Deine zukünftigen Leben sind nicht unbedingt vorherbestimmt. Diese Dinge sind nicht festgelegt für die Zukunft. Ich habe vergangene Leben und Erfahrungen in diesem Konstrukt erlebt. Die Halle von Mente war eine davon. Zeit von Ägypten und Atlantis. Daran erinnere ich mich. Ich erinnere mich an den großen Krieg, der hier stattfand, an dem alle Wesen beteiligt waren. Daran erinnere ich mich auch. Nun, konntest du sehen oder Zugang jenseits des Konstrukts erhalten? Ja. Deshalb habe ich am Anfang gesagt, dass mir das Konstrukt komplett von außen gezeigt wurde. Also das 12. Sternentor innerhalb dieses Konstrukts, das Teil des 12. Reichs ist. Wenn du dieses Sternentor betrittst, kommst du komplett heraus und siehst es tatsächlich aus Gottes Perspektive. Man könnte sagen, du könntest das gesamte Hauptkonstrukt sehen, dieses hier, aber du könntest all die vielen Konstrukte sehen, die auf Gottes Regalen gestapelt sind, richtig? Sie sind also alle ausgestellt. Einige von ihnen sehen aus wie offenes Wasser, wie Pfützen auf dem Boden, in die du hineingehst, um eine Erfahrung zu machen, richtig? Dieser Ort hier ist der einzige Ort, an dem Inkarnation existiert, wo du geboren werden musst und dann sterben, um hinauszukommen. Sobald du auf der anderen Seite bist, bist du in deiner Seele, der vollendeten Version von dir selbst, die niemals stirbt. Wenn du eine Erfahrung machst, tauchst du ein und sobald du fertig bist, tauchst du wieder aus. Es gibt keinen Todesprozess dabei. Insbesondere in diesem Reich auch. Erinnerungen, die mir durch das Betrachten von der anderen Seite gekommen sind, dass man in dieses Reich durch Wasser kommt. Deshalb, wenn man im Wasser steht, auf der anderen Seite beginnt die Erinnerung durch das Reich zu sickern. Deshalb enthält Wasser alle Informationen. Und das ist auch bewiesen. Wenn man bestimmte Worte zu Wasser sagt und es einfriert, nimmt es die Form dessen an, was man gesprochen hat. Richtig? Weil alle Informationen im Wasser existieren hier
Das weicht nur in eine andere Richtung. Jedenfalls, ich hoffe, es eine ganz andere Welt, andere tiefgehende Gespräche. Also diese anderen Konstrukte, die du gesehen hast. Erstens, wie sieht die Umgebung aus, in der du dich befindest? Bist du in einer dunklen Leere mit buchstäblich wie Dingen auf einem Regal, so in der Art? Oder sind sie einfach irgendwie überall in dieser dunklen Leere? Oder ist es hell? Wie sieht es aus, außerhalb dieses Konstrukts zu sein? Der Ort, an dem ich war, als ich außerhalb des Konstrukts war, hatte so etwas wie ein. Weißt du, du hattest. Es ist wie dieses Goldene. Ich habe ein Bild, das ich immer zeige, um es zu erklären, aber es ist schwer zu erklären, ohne es tatsächlich zu sehen. Aber ich weiß nicht, ob du möchtest, dass ich das erwähne. Kannst du es zeigen, wenn du es hast? Ja, ich habe es gerade. Ich teile nur dieses eine. Teile dieses Bild mit mir. Ich möchte es sehen. Dies ist das Bild. Zur besten Veranschaulichung, wenn du außerhalb des Konstrukts bist, wie es aussieht. Was ich zeigte, wenn du außerhalb dieses speziellen Konstrukts bist, das 12 Reiche enthält. Nun, wie du hier siehst du, wo die Personen stehen, richtig? Als ob sie das Konstrukt von außen betrachten. So ist es. Die Seelen sind riesig, richtig? Und die Pfützen auf dem Boden? Solche Dinge sind alle unterschiedlich. Konstrukte. Ich habe gerade Konstrukte auf Gottes Regalen gestapelt gesagt. Aber dies ist das beste Bild, das ich teilen konnte, um das zu veranschaulichen, was ich jetzt gezeigt habe, was außerhalb all dessen existiert, könnte man sagen. Dieser Raum ist die Leere, der schwarze Raum, richtig? Und die Leere, der schwarze Raum ist, könnte man sagen, der Anfang aller Dinge, falls es jemals einen Anfang gab. Aber es ist der Punkt, von dem alle Dinge erschaffen werden. Also, wenn Individuen denken, dass Licht zuerst kommt, Licht ist immer zweitrangig, weil Licht aus dem schwarzen Raum geboren wird. Selbst wenn du in religiöse Texte eintauchst, erschuf Gott das Firmament und diese irdische Erfahrung. Er sprach, es werde Licht, doch Licht war zweitrangig. Selbst wenn du jetzt die Augen schließt, bist du im Nichts. Wenn du beginnst, dir etwas vorzustellen, erschaffst du Licht in der Schöpfung. Gebäre das Licht in die Schöpfung, richtig. Also ist Licht immer sekundär aus der Leere von Anfang an, richtig. Dann greifst du zu, was all die verschiedenen, man könnte sagen, Konstrukte, Reiche, Räume sind für die Seele zum Licht in ihren Sinnen und Erfahrungen. Wunderschön. Ich höre jetzt auf, das zu teilen. Das war sehr anschaulich. Vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben. Danke, dass Sie das mit uns geteilt haben, Darius. Ich habe das Gefühl, dass wir beide noch mindestens 5 oder 6 Stunden weiterreden könnten. Also werden wir Sie wahrscheinlich definitiv wieder einladen, um tiefer in viele dieser Ideen einzutauchen. Bevor ich gehe, würde ich Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ich frage alle Gäste, was bedeutet für Sie ein erfülltes Leben? Deinen Weg gehen, tun, was du wirklich willst, den Ausdruck deiner Seele leben, aber in Integrität und Liebe. Richtig? Also, wenn du in Integrität und Liebe lebst und deine wahre Wahrheit erfüllst, dann hast du mehr. Geist oder Seele im Körper. Dadurch lebst du länger. Richtig. Der Körper altert langsamer. Es ist wie bei einem Haus. Richtig? Wenn ein Haus leer steht, verfällt es schnell. Dasselbe gilt für den physischen Körper. Wenn du nicht in Integrität und Liebe deinen Weg gehst, ist es, als würdest du die Seele aus dem Körper nehmen. Der Körper wird dann zu einem leeren Haus, was zu seinem schnellen Verfall führt. Verständlich? Es ergibt wunderschönen Sinn. Ein Grund, warum wir anfälliger für Krankheiten, Krebs und Ähnliches werden. Wenn du auf hohem Niveau schwingst, ist es fast unmöglich, für niedrige Energie in deinen Körper einzudringen, wenn du mit Liebe und Ziel unterwegs bist. Absolut. Also, solange du diesen Weg gehst, werden sich die Dinge im physischen Gefäß stabilisieren und du wirst auch Erfüllung in deinem Leben finden. Sobald du von diesen Dingen abweichst, wirst du einen Katalysator von Ereignissen sehen, die tatsächlich Krankheiten, Leiden und so weiter, sowie Depressionen und Traurigkeit hervorrufen. Ich weiß nicht, ob du das weißt oder nicht, aber als Paramahansa Yogananda, der große Yogameister, starb, zersetzte er sich nicht.
5 Tage lang vor seiner Beerdigung. Er war warm bei Berührung. Alles dokumentierte Sachen. Und du siehst es einfach. Und ich sah das Video von seiner Beerdigung und du denkst dir, dieser Mann ist seit 5 Tagen tot. Sie haben ihn nie einbalsamiert, nichts dergleichen. Und seine Frequenz war so hoch und sein Weg war so, dass er das Physische transzendierte. Der Körper hat einfach das transzendiert, was alle anderen durchmachen. Es ist faszinierend. Ja, das ist im Grunde das, was schnelles Altern verursacht. Wenn eine Person nicht mit ihrem wahren Weg oder der Seele verbunden ist, wird sie sehr schwach, sehr krank, sehr schnell. Viele Krankheiten im Körper entstehen nicht aufgrund physischer Eigenschaften, sondern typischerweise von energetischen Blockaden, die sich wie oben so unten ausdrücken. Also deine Seele, sagen wir mal, das ist das Oben. Wenn du aus der Harmonie oder Balance bist, entsteht Disharmonie, Krankheit, und es erzeugt einen Katalysatoreffekt, auch durch den physischen Körper. Deshalb gibt es einen solchen Angriff auf den physischen Körper, die Gesundheit des physischen Körpers. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, um mit dem jungen Darius zu sprechen, welchen Rat würdest du ihm geben? Gehe deinen Weg weiter. Lass dich nicht ablenken. Ja, weil Dinge dazu neigen, dich in andere Richtungen zu ziehen. Es gibt viel vom Shiny Light Syndrome auf der Erde. Ja, absolut. Das ist gut ausgedrückt. Wie definierst du Gott oder Ursprungsenergie? Okay, also Gott ist im Grunde die Seele. Die Leute sagen, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Es ist eher so, dass wir nach dem Ebenbild der Seele geschaffen sind. Also jede Seele ist Gott. Man könnte sagen, wir alle tragen das gleiche Wesen, das gleiche Unendliche. Wir sind unendliche Wesen. Also, das ist eher eine Frage, die sich die Leute selbst stellen können. Bestimmt das Bewusstsein das Universum oder bestimmt das Universum das Bewusstsein? Wenn die Leute glauben, dass das Universum das Bewusstsein bestimmt, glauben sie an die Urknalltheorie. Es gibt ein mögliches Leben nach dem Tod und einen ewigen Aspekt und so weiter. Wenn du die Wahrheit verstehst, dass dein Bewusstsein der Bestimmer des Universums ist und du verstehst, dass du der Bestimmer des Universums bist, lebst du für immer, dein Wille deiner Seele manifestiert die Realität und daher hast du den ultimativen Ausdruck von Freiheit ohne Einschränkung. Was ist Liebe? Liebe ist im Wesentlichen, in Bezug auf bedingungslose Liebe, für eine andere Seele, richtig? Es bedeutet, den Ausdruck dieser Seele zu ehren, weil jeder von uns, wir alle haben einen ewigen Aspekt in uns. Und daher bedeutet es, jede Seele für ihren Ausdruck der Seele zu ehren. Das ist Liebe. Das ist bedingungslose Liebe. Und diese Seele nicht für ihren Selbstausdruck zu verurteilen. Denn sobald du diese Seele für ihren Selbstausdruck verurteilst, wirst du nicht anders als das Böse selbst. Wie ich bereits sagte, beim Urteilen verlässt du die Frequenz, die alles erschafft, nämlich Liebe. Liebe bedeutet, in Integrität zu sein, nicht zu urteilen. Und die Ehre zu haben, dass die Seele das ausdrückt, was sie wählt. Was ist der ultimative Sinn des Lebens? Erfahrung. Man kann keine Erfahrung ohne Existenz haben. Existenz ohne Erfahrung. Wo können die Menschen mehr über dich und deine großartige Arbeit erfahren? Ja, alles, was ich tue, findet man auf meiner Website derekgwhite.com. Dort mache ich meine ganze Arbeit, halte Workshops und lehre die Leute, was ich tue. Haben Sie eine abschließende Botschaft für das Publikum? Lassen Sie sich nicht von Angst schwächen. Lassen Sie sich nicht in die Erzählungen der Angst verstricken, denn sobald Sie das tun, fängst du an, deine Macht tatsächlich abzugeben und du erlaubst anderen Seelen über deine Seele zu herrschen. Viele Menschen sind schon viel zu lange von zu Hause weg und deshalb haben sie Angst, weil sie die wahre Natur dessen, wer sie sind, vergessen haben. Wenn du die wahre Natur dessen verstehst, wer du bist, wirst du schnell erkennen, dass dich nichts berühren oder einfangen kann. Die Seele, es sei denn, du glaubst daran. Du. Darius, es war mir ein Vergnügen, mit dir zu sprechen, mein Freund. Vielen Dank für
so ein erhellendes und faszinierendes Gespräch. Ich schätze dich und das, was du versuchst, um die Welt aufzuwecken. Also danke. Ja, danke, danke. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.